Diese Woche geht es auf dem Summit um Trackforge. Ganz so wie ich Motorsport liebe. Authentisch und entfesselt. Eine Augenweide. Hello all. Neue Herausforderung bereit.
solltest Playlists immer abschließen. Das letzte Event dieser Luxusreise. Die Marke, über die wir reden, ist vielleicht die berühmteste von allen. Eine Marke, die über die Jahre zur Verkörperung britischen Luxus geworden ist. Die Marke heißt Aston Martin und das Auto ist ein 2024er Aston Martin Vantage. Das ist der letzte Stopp auf unserer Reise durch Europa. Ich hoffe, er gefällt dir genauso gut wie unserem Archivar.
Oh yeah. Super. Astronaut. Yeah. Drug your money, I'm dripping in it. Aston Martin, I'm whipping in it. Getting too specific. 10 black whips, I'm too consistent. Tell my father, tell me if I'm too persistent. All my baby mamas, I just bought a brand new. I need a power to turn it. I'm out of M. I need a power to turn it. You need to get this on film. I'm about to push me away. You won't catch me in the gym. I'm about to push me some weight. You won't catch me in the gym. I'm about to put some moolah. But you ain't owe me no check. I don't care if you're my daddy. I'ma cut off your neck. We rockin' BBs and S's. That's when they get a little crowded. My chains, they fight for attention. My neck, they get a little rowdy. I'm doing my thing with my new. I work me the price down the middle. I keep me a bag of them Skittles. Trying to get you a radical feeling. Automatic, it came with no ceiling. All the trapping, they got you offended. Did a 360 in a minute. Then I punch on the gas a little harder. I be whipping the limb like a charger. Got that money in the bag like a robber. When I whip it harder. To the yacht, rockin' the starter. I was sitting in the back of the model. Now I sit in the back of the Ferrari. Soon as I crank up the Rari, I got the clutch in the carbon. Drug your money, I'm dripping in it. Aston Martin, I'm whipping in it. Getting too specific. 10 black whips, I'm too consistent. Tell my father, tell me if I'm too persistent. All my baby mamas, I just bought a brand new. I need a power to turn it. I'm out of M. I need a power to turn it. You need to get this on film. I'm about to push me away. You won't catch me in the gym. I'm about to push me some weight. You won't catch me in the gym. When you be looking so foul, I put in hundreds of pounds. We about to roll up some Frankie. We about to roll up some loud. You better stay in your lane. I'm swerving all over the map. I got a pan of money and with a little pretty face all in my lap. I let it go to Saks Fifth Avenue, run up some laps. Sometimes I go to Chanel, now sitting there like it's a trap. Rolex stores my bando. Boy George Bush with the ammo. I spit an M on endo. Put it on the 18 wheeler. Trapping and rapping finesse. Talk to her. I go beyond for the skriller. Editor. Freezing the ice out your chest. Talk to her. You looking just like a doula. Edit I left on the iPad. Editor. Talk to the plug on the car phone. Talk to her. Went to Miami and read up. Rovers. Push. Drug your money, I'm dripping in it. Aston Martin, I'm whipping in it. Getting too specific. 10 black whips, I'm too consistent. Tell my father, tell me if I'm too persistent. All my baby mamas, I just bought a brand new. I need a power to turn it. I'm out of M. I need a power to turn it. You need to get this on film. I'm about to push me away. You won't catch me in the gym. I'm about to push me some weight. You won't catch me in the gym. I'm about to water with it, so I can go a bag. I'm about to cop me a Mazda. I'm about to cop me a Jag. I done made 21 million. I got a Ziggler stacks. I done made 21 million. I had to rent up a sack. I'm about to twerk them numbers. About to go give me 100. I done went gram for gram. I done been working 100. I made a fair amount. Know that I doubled my digits. Just know that Pluto is hungry. Like when I work the midget. I am original game member. I'm not a new addition. They ain't gonna never be able to see me. I'm about to make them admit it. Everywhere I go, it's CG. And I'm gonna shine for the city. Everywhere I go, starring. Like I'm gonna take out the ceiling. Drug your money, I'm dripping in it. Aston Martin, I'm whipping in it. Getting too specific. 10 black whips, I'm too consistent. Tell my father, tell me if I'm too persistent. All my baby mamas, I just bought them brand new. I need a power to turn it. I'm out of M. I need a power to turn it. You need to get this on film. I'm about to push me away. You won't catch me in the gym. I'm about to push me some weight. You won't catch me in the gym.
Offenbar hast du noch kein Fahrzeug dieser Woche. Du bekommst es über... das wöchentliche Paket oder kannst es einfach im Shop kaufen. Wenn du damit an Aktivitäten teilnimmst, erhältst du einen EP-Bonus. Das letzte Event dieser Luxusreise. Die letzte Marke, über die wir reden, ist vielleicht die berühmteste von allen.
Eine Marke, die über die Jahre zur Verkörperung britischen Luxus geworden ist. Die Marke heißt Aston Martin und das Auto ist ein 2024er Aston Martin Vantage. Das ist der letzte Stopp auf unserer Reise durch Europa. Ich hoffe, er gefällt dir genauso gut wie unserem Archivar. Heute war der ultimative Tag meiner Europa-Luxusreise. Und es war nicht irgendein Tag, sondern ein Tag bei Aston Martin. Ich hatte von Anfang an geplant, mir Aston Martin bis zum Schluss aufzuheben. Wenn es um britische Autos geht, ist diese Marke ziemlich einzigartig. Aston ist ein Tribut an das Aston Hills Rennen aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und Martin steht für Lionel Martin, den Mitbegründer der Marke. Heute hat der Name Aston Martin auf der ganzen Welt einen besonderen Klang. Er verkörpert den Hauch modernen britischen Luxus, wenn man so will. Autos, die schnell sind. Autos, die wunderbar verarbeitet sind. Und obendrein Autos, die inzwischen untrennbar mit der Popkultur verbunden sind. Seit der DB5 1964 im Film Goldfinger seinen Auftritt hatte. Das führte dazu, dass Autos von Aston Martin inzwischen zweifellos zu den begehrtesten Fahrzeugen der Welt zählen. Mein Highlight des Tages war es, den neuen Aston Martin Vantage aus der Nähe betrachten zu können. Dieses gerade erst erschienene Fahrzeug ist ein weiterer Beweis dafür, dass britischer Luxus immer noch äußerst relevant ist und eine strahlende Zukunft vor sich hat. Diarrhea, sorry. Something is coming. Be right back.
Holy moly, what a shiz. The whole day my stomach was actually hurt. Helped a blind person from a BA. Took today twice a Rene stomach pill and now I know why I was hurt so much in my tummy. Diarrhea. Poo, comma I need a bit, a min please. Huh. What a dampy day and so warm at work, inside renovating plastering. That car by the way is a disaster to drive left-right corners, always brake before corner and also speed up on a straight, phewie. Abort, eng, for kinda exit this event, but herein, abort, German befreien, for shithouse, no joke. Cheers.
ist das Ende meiner Europa-Luxusreise. Jeder Halt aufschlussreicher als der vorherige. Eine sehr ergiebige Reise für mein Archiv und für euch Rennbegeisterte auf dem Motorfest. I am not driving professional, just here for some flick smile. Sightseeing. Vergiss nicht, dir deine Fahrzeugbelohnung zu holen. Das war die große Europareise unseres Archivars. Und das war deine Luxuschroniken-Erfahrung. Deine Belohnung wartet wie immer am Container auf unserem Luxusanwesen auf dich. Und dieses Mal besteht sie einfach aus Preisgeld. Denn Luxus heißt auch, die Freiheit der Wahl zu haben.
Sollen wir mal eine neue Playlist ausprobieren? Eine neue Playlist wurde eröffnet. I hate NASCAR. Hast du schon das Neueste gehört? Die ganze Insel spricht darüber. Es gibt Poster und sogar Radiowerbung. Eine davon habe ich sogar hier. Hör dir das mal an. Die schnellste Welle rollt heran. Die NASCAR Motorfest Tour ist hier auf Hawaii. Ein Turnier, das die derzeit besten Fahrer zusammenbringt und die aufstrebenden NASCAR-Stars von morgen. Bei diesem Wettbewerb gibt es alles. Tempo, Kollisionen, Grillwürstchen auf dem Parkplatz und noch mehr Kollisionen. Das ist das Motorsportereignis des Jahres. Hatte ich die Kollision erwähnt? Davon gibt's reichlich. Diese Werbung wird präsentiert von OG Juice, dem süßen Durstlöscher für echte OGs. NASCAR! Wow, das ist mal was. Und wie du gehört hast, können aufstrebende Fahrer vom Motorfest sogar dabei mitmischen. Ich habe mir das mal angesehen und du kannst über ein Qualifikationsrennen daran teilnehmen. Und eins davon findet schon sehr bald statt. Jetzt, wo du ein echtes NASCAR-Auto besitzt, solltest du dein Glück mal versuchen. Aber ich muss dich warnen. NASCAR ist sehr anspruchsvoll und einige Rennen können, wie soll ich sagen, ziemlich nervenaufreibend sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Autos mit 300 Sachen gegen eine Mauer rasen oder sich 100 Meter lang überschlagen, bis der Fahrer das Bewusstsein verliert. Aber ansonsten macht das echt Spaß. Wenn du dich traust, dann ab zum Karo-Olave Speedway.
here at the Cahualame Speedway, the very first race of what promises to be an epic Motorfest tour. Oh, it looks like the race is going to end here. That's terrible. Oh, wow! Unbelievable! This is it! Hard all the way. Let's go, let's go. Oh, yeah! That's what I call racing. Hell yeah, fellas. Look at them! The team is going wild! Die NASCAR Motorfest Tour. Das größte Motorsport-Event, das je vom Motorfest ausgerichtet wurde. Zeit für deinen Durchbruch. I hate it Zur already. nächsten Aktivität über. Das Rennen beginnt in ein paar Minuten. Also, du fährst ohne ein richtiges Team. Das ist in diesem Sport ziemlich ungewöhnlich. Aber du kannst dich auf mich verlassen. Ich lade ein neues Programm herunter und in wenigen Minuten weiß ich alles, was es über Management und Strategie bei NASCAR zu wissen gibt.
May it brings luck. Kanpai. Los geht's! Das halbe Rennen haben wir hinter uns. Das Fahrerfeld ist noch kompakt. Niemand kann sich absetzen. Keiner kann einen Vorsprung herausfahren. Die Plätze sind stark umkämpft. Für unsere Zuschauer, das ist eine Qualifikation für ein echtes NASCAR-Turnier, das in ein paar Tagen hier auf Hawaii stattfindet. Dank unserer Partner vom Motorfest. Diese Fahrer haben die Chance, sich mit den besten Fahrern des Landes zu messen. Lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen. Wow, dieser blaue Camaro gehört einem gewissen Jimmy Wolf. Und es ist das wahrscheinlich aggressivste Auto auf der Piste. Ja, er mag wohl Kollision. Seine Überheblichkeit könnte diesem Iowa Gym zum Sieg verhelfen. Mit der richtigen Boxenstrategie hat jeder Fahrer noch eine Chance. Du wurdest erhört, mein Freund. Die Fahrer kommen jetzt rein für Reparaturen, Reifenwechsel und um bei Bedarf nachzutanken. Einige Fahrer verlassen nach einem kurzen Stopp die Box. Jetzt heißt es, aufholen und zum Feld aufschließen. So ist es. Aber der Zeitpunkt ist gut gewählt. Der Grip der frischen Reifen sollte bis zum Ende halten. Und mit einer guten Windschattenstrategie sollte auch der Treibstoff kein Thema sein. Sean, mein Freund, lass uns unseren Zuschauern das mit dem Windschatten mal erklären. Na klar, Bob. Wenn zwei Wagen dicht hintereinander auf derselben Linie fahren, können beide an Geschwindigkeit zulegen. Das ist einfache Physik. Das vordere Auto teilt den Luftstrom und erzeugt dadurch hinter sich einen Unterdruck. Es entsteht ein Vakuum, das den hinteren Wagen nach vorne zieht und gleichzeitig den Luftwiderstand des vorderen Wagens verringert. So können beide 8 bis 12 km/h schneller fahren. Als würden sie zu einem Wagen mit zwei Motoren verschmelzen. Sozusagen.
Keinem Teilnehmer sind Windschatten wohl egal. Er fährt lieber eine Stoßstangenstrategie. Ja, dieser Jimmy Wolf ist echt entschlossen. Das wird ihm helfen. Wir schlagen uns hier ziemlich gut. Mach weiter so, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass uns das Rennen entgleitet, ziemlich gering. Sean, dieser Anfänger im blauen Mustang ist auf dem Weg zum Sieg. Ich weiß nicht, Bob. Ich glaube, Iowa Jim hat noch nicht aufgegeben. Mann, oh Mann, schuldet dieser Fahrer Iowa Jim Geld oder was ist da los? Junge Fahrer sieht man selten so aggressiv. Oh Mann, Jimmy Wolf schickt den Mustang in die Mauer. Meine Güte. Und das kurz vor der Ziellinie. Arrivederci, mein Freund. Sehen wir uns das nochmal genauer an. Oh, das war definitiv kein Versehen. Nicht zu fassen. Wow, was für ein Finale. Dieser Sport ist eben grausam. Wenn man es schaffen will, muss man ein Wolf sein. So wie Jimmy hier. Für diesen Anfänger ist hier Schluss. For what I paid twice my unique paid, it's stock again. WTF the crew.
Mein System kann deine Fahrzeugdaten in Echtzeit auswerten, aber ein Gefühl für das Rennen zu entwickeln oder die Unberechenbarkeit der Konkurrenten, das war einfach zu viel, um es zu verarbeiten. Jetzt wird mir klar, um dieses Rennen ohne Team und ohne richtige Vorbereitung zu gewinnen, hättest du ein Wunder gebraucht. Augenblick, ich hab's. Das ist es. Du brauchst ein Wunder. Ich meine, kein echtes Wunder. Das ist nur der Spitzname eines früheren NASCAR-Fahrers. Ein gewisser Roy Miracle Hansen. Er ist schon lange nicht mehr dabei, aber ich habe eine Anzeige gesehen, dass er ein Team für das Turnier zusammenstellen will und derzeit Fahrer rekrutiert. Warte, ich rufe ihn an. Hansen hier. Mr. Miracle Hansen? Ganz recht, Ma'am. Aber um das klarzustellen, ich bin mit meinem Telefontarif zufrieden und ich brauche auch keine Versicherung. Nein, es geht um Ihre Anzeige. Sie suchen nach Fahrern und ich habe einen. Ein Anfänger, aber sehr vielversprechend. Ja, verdammt, warum sagen Sie das nicht gleich? Ist dieser Fahrer schon mal ein NASCAR-Rennen gefahren? Ja, Sir, aber das endete an der Mauer. Ja. Naja, dann muss er das ja nicht mehr lernen. Ich sag Ihnen was. Kommen Sie zu meiner Strecke in Kalaeloa, dann sehen wir, ob wir Verwendung für Ihren Fahrer haben. Sehr gern, Sir. Leiten Sie mir Ihre GPS-Koordinaten weiter. Halten Sie mich für jemanden, der GPS-Koordinaten rumschickt? Kauft ihr eine anständige Karte, Mädchen. Bis später. Also schön, das war ein gelungener Erstkontakt. Nehme ich an. Finden wir diesen Miracle. Well, if you in mind like that miracle douche. I need a smoke first. Since hour I smoke one cigarillo. Pain smile.
One mistaken you can't control that car. Aerodynamic crack. Seventh time my sick goes off. Now in pissed. Two zero min 6 seventh time fire and up, no go. It's like you Lash. My panned food small today are cooked for 1 hour ago. WTF game. Need 4 hands. I go pee. Be right back. By the way, thanks for watching Near While. Man, I feel old, plastering today in the walk with the blind person. Dude, my hips hurt. Smile.
Onk. It's already 2232. Holy crack. Last race then I go sleep. Tja, das muss es sein. Ich sehe Mr. Hansen nicht, aber weit kann er ja nicht sein. Verdammt, kannst du mich hören, Kumpel? Hätte nicht gedacht, dass du kommst. Aus welchem Holz bist du gemacht? Genug Zeit verplempert. Mal sehen, wie du dich auf meiner Strecke schlägst. Aber nicht mit diesem neumodischen Ultra. Hast du nicht gesehen, Auto? Hier reiten wir auf wilden Pferden. Ja, mein guter alter Thunderbolt. Sowas brauchst du. Der Weg, ein echter NASCAR-Fahrer zu werden, ist weit. Sehr weit. Mal sehen, ob du genug Ausdauer hast. Der Miracle hat eine Weile nicht mehr in einem Rennwagen gesessen, aber ein bisschen was kann ich dir noch beibringen. Erste Lektion. Wir bauen keine Unfälle. Zumindest versuchen wir das. Diese Straße ist Chaos. Stell dir die Hindernisse als Autos vor, denen du bei hohem Tempo ausweichen musst. Ein paar Kratzer sind natürlich in Ordnung. Das hier ist immerhin NASCAR. Aber du fährst keinen verdammten Panzer, also mach nicht so viel kaputt. Lektion 2. Denk an die Bodenhaftung, sonst landest du im Grünen. Du musst an deiner Linie arbeiten, damit du nicht wie ein Irrer bremsen musst oder von der Strecke abkommst. Geht's in die dritte Runde. And still I got the same sig. Forsake. I smoke now again a bit. Damn wind today. Goes in my room instead outside. Tearing eyes smile. What's with that fuel? Again I am running out of it.
May 6th lap, LOL. May hillbillies steal my tires in that time under Pro C2, LOL. Two steps and I'm on my own. Two shakes and I'm all alone. Don't mean I'm scared now, honey. I've known it. Was sagt dein Tank? Die Box ist rechts von dir. Bremst ab, wenn du sie nicht verpassen willst. That's left. Schäden, Reifen, Kraftstoff. Diese Anzeigen sagen dir, wann es Zeit für einen Boxenstopp ist. Das nennt sich Strategie. Und als NASCAR-Fahrer brauchst du eine. Das und eine gute Versicherung. Ja, das kann auch nicht schaden. Die Ideallinie, Kumpel. Denk an die Ideallinie. Nimm die Kurve so eng und... Where the pit? so weit innen wie möglich. Mein Kurs ist keine Rennstrecke, aber hier lernst du es auf die harte Tour. Dieses Stück Land habe ich beim Pokern ein paar Hafenarbeitern abgenommen. Gute Leute eigentlich, aber sie mogeln. He say right. Not left. Is he a retard? Hell Ubisoft. Also gut, Kumpel. Nur noch 3 Runden. Das machst du gar nicht schlecht. Aber wie wär's, wenn du mal Gas gibst? Na los, trau dich.
LOL. Something always falling off. Alles um Ausdauer. Und zu deinem Glück fährst du meinen Thunderbolt Nummer 61. Es gibt kein besseres Auto. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele 500-Meilen-Rennen diese Schönheit gefahren ist. Sie ist alt, aber sie lässt dich nie im Stich. Niemals. Nicht wie diese sogenannten modernen Sportwagen. Die kannst du vergessen, wenn du mich fragst. Zu tief ins Glas geguckt. Linie überquert, Kraftstoff und Reifen geschont. Du hast mich fast beeindruckt. Gut gemacht.
Wo bist du denn, Kumpel? Zurück auf die Strecke. Du kannst nicht Rodeo reiten, wenn du nicht mal einen Kalb zügeln kannst. Kehren wir zurück. Last one. I'm hungry. Okay, die Grundlagen hast du drauf. Scheinst also klarzukommen. Falls du jemals ein NASCAR-Rennen ohne einen einzigen Kontrahenten fährst. Das, was du da hörst, Kumpel, ist der Klang der Kavallerie. Und die ist deinetwegen hier. Diese Leute wollen dasselbe wie du. Zeig mir, dass du es mehr willst. Dann schaffst du es vielleicht in mein Team. Freunde. Ihr könnt ja hinterher was trinken gehen, wenn ihr wollt. Ich kenne einen Laden in diesem gottverlassenen Ort, wo sie ein anständiges Bier ausschenken, wenn man den Geschmack von Walpisse mag. Aber jetzt geht es erstmal darum, Hauptfahrer im Team Hansen zu werden. Und den Titel gibt's nur einmal zu vergeben. Also Jungs, fahren wir ein Rennen! Oder? Gleich geht's wieder von vorn los. Runde, Gentlemen. Es wäre schlau, einen Blick auf die Kraftstoffanzeige zu werfen. Noch ein paar von der Sorte, dann ruft die Box.
die Box! Ein paar von euch rutschen, als würden sie auf Eis fahren. Die wollten sicher mal so schicke Eiskunstläufer werden. Pirouetten drehen und sowas. Aber nicht auf meiner Strecke. Kommt in die Box. Rückspiegel, Jungs. Beim NASCAR kann die Gefahr von überall herkommen. Mich hat es 77 in Dega erwischt. In Gestalt meines eigenen Teamkollegen. Sinclair, die alte Ratte. Wie auch immer, guckt nach hinten.
mich bei dir. Das war schnell. Es geht dir die Stadt, Kumpel. Die NASCAR Motorfest Tour organisiert ein neues Qualifikationsrennen für ihr Turnier. Und Fahrer 61 von Team Hansen ist mit am Start. Tolle Neuigkeiten. Oh ja, ich bring den Thunderbolt mit meinem Truck vorbei. Sie ist eine alte Dame, das heißt, vor so einem Rennen muss man sie ein bisschen schonen. Wir warten dort auf dich, das ist deine zweite Chance, Kumpel. Komm nicht zu spät. Verdammt! Noch so ein Hausierer an der Tür!
Dem werde ich was husten. Bis später, Leute. Auf ein neues, Leute. Aber diesmal als Team. Da bin ich. My time now. Check it out. See, the only thing you need to do right here is snarl your freaking head. Yeah. Yeah. Break your freaking neck, boy. Yeah. Yeah. Here we go now. Where we going now? Where we going now? Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Just give it away. Talk to us, talk to me. You look like you can really give it to us. I know when you're talking, the way you try to walk for me, the way you really try to put it on the dog. Doing it like I never did before for me, the way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell us to that. Okay, let me let y'all this one time when I lock it down and I hit you with that. That long shit. Y'all just know all day we be making it drop. Y'all just know every time we come through this motherfucker, we always taking a rock. So let me do this. Get money, get cash, that check for me. All I'm doing is just bust your check for me. Everybody from every home, bang your head till you break your motherfucking neck for me. Just let me
Broke my neck, leg, lol. Volume up. Aha. Kara ist da.
verspeist du doch zum Frühstück? Hoppla, ich glaube, der Konkurrenzkampf steigt mir zu Kopf. Das muss dieser NASCAR-Vibe sein. Legend in my own mind, so no I ain't looking to be in your bracket. It's go time, so you know I've been cooking up bees in the lab. It's finally reaching the masses. I climb to the peak, I'm a savage. I kill every goal on my beast. I've been trained to be an assassin. Ever since the day we met, placing best, better way to make you get. My dedication outweighed your threats. Wish you could change the days you slept. Made that bed, time to lay in it. I ain't the one to be playing with. Already won in the game of chess. Put in the work, ain't afraid to sweat. Misinterpret the powers, mama stripped your circuit. Y'all don't hear me though, Vincent Van Gogh. I don't think you understand though. Loaded ammo in camo, I'm Rambo in a Lambo. Understand nothing's random. I put in work and I plan this. That's why I'm prepared when they panic. Every day I breathe, it's a brand new day. Try to hold me down, I ain't finished. If you don't let go, there's damage. Afraid to let me go like jumping tandem. I'm the last one that's standing. Put my life on the line. I live this life at a time. And I'll be right in the mind. Won't cash to make it a back to take what's rightfully mine. You made that bed, time to lay in it. One to be playing with, already won in the game of chess. Put in the work, ain't afraid to sweat. You won't catch me slipping. Glass of Don P, cause it always winning. Life of a boss, did I pay the price? You don't wanna know what the cost is. Type of you can't even buy with no money. The wrist looks gummy, the drip too funny. Your look yummy. Trying to catch these, she don't wanna sleep, wanna make it nasty. I don't know what they told ya. I'ma do this for the culture. I'ma do what I'm supposed to. Mama said I'm too vulgar. I'ma do what I'm supposed to. Bring new to the culture. Is my mic on? Spitting bars since I was a garçon. We will never be the kids that we once was, but this the closest I can get. I gotta show ya. I remember when I wasn't smoking Doja. Straight edge, getting tipsy off wine coolers. Couldn't wait till I become a
go back to the way it was. Some people have it easy, others don't. Fortunate enough to see both sides of the coin. There's no such thing as a perfect life. Let's not pretend I'm a 10 tonight. Hop out the Benz, I ain't doing no lines. Way too focused, trying to play things right. Still the same, I just rock more clothes. Still the same nigga, I just got more. Look what you started. Travel across the globe. I forgot to take it all in. There were days I couldn't afford. Always wanted more, but the struggle's more rewarding. I don't know what they told you. I'ma do this for the culture. I'ma do what I'm supposed to. Mama said I'm too vulgar. I'ma do what I'm supposed to. Bring new to the culture. Turn up the issue, I'm dying to give you the problem you practically begging for. Don't waste a minute, I'm instantly in it until my contender is never more. You came to fight with the wrong one. That's your mistake in the long run. Ain't no advancing, you being canned, so you better break for the dawn comes. Turn them down when they turn up. Who am I? Better learn up. I would die for the purpose. Anyone coming from mine gotta earn it. If you started, I'ma finish it. Cut them off, I'm the period. You feel like an alpha to meet the omega. Time's up, I'm the end. Let's go. I am the finisher. You started, I finish it. I am the finisher. Soon as you started, I finish it. It's the final call, now your time is up. Game over, this the end of it. Come on. I am the finisher. Soon as you started, I finish it. I am the finisher. I am the finisher. I am the finisher. It's the final call, now your time is up. Game over, this the end of it. I am the finisher. Soon as you started, I finish it. Game over for the nonsense. I'm a reason with the conflict. You've been pressing on the topic. I came to lock it up in the garbage. Yes, got a score, I wanna settle up. You ain't ready, I'ma let it rush. I ain't leaving nothing undone. Armageddon, never letting up. If you started, I'ma finish it. Cut them off, I'm the period. You feel like an alpha to meet the omega. I'm sorry, the end of it. Hallo Honolulu und herzlich willkommen zur Übertragung der finalen Qualifikationsrunde für das Turnier der NESCAR Motorfest Tour.
Mann, es steht viel auf dem Spielbau. Alle Teilnehmer träumen von einer Karriere als Profifahrer. Aber wenn sie es ins Bleifußparadies schaffen wollen, müssen sie aufwachen. Absolut. Und einige sind sehr fest entschlossen. Wie Fahrer 61, der zum zweiten Mal versucht, sich zu qualifizieren. Ich bewundere beharrliche Menschen, aber manche sind einfach nicht für diesen Sport gemacht. Aber ich muss zugeben, dass ich seine Teamauswahl sehr spannend finde. Du redest natürlich von Roy the Miracle Hansen, dem ehemaligen NASCAR-Fahrer, der jetzt der Teamchef von Fahrer 61 ist. Oh wow, der Typ war ein Rockstar. Wahrscheinlich der größte Hoffnungsträger der 70er Jahre, bevor der Sport ihn durchgekaut und unverdaut wieder ausgespuckt hat. Unglaublich, dass er in die NASCAR-Welt zurückkehrt. Genau, Sean. Wünschen wir ihm ein ruhmreiches Comeback. Dein großer Moment, Kumpel. Bleib konzentriert und vor allem fahr mit Hirn. Die grüne Flagge wird geschwenkt und los geht ein reines Stadtrennen hier auf Hawaii. Das ist das erste NASCAR-Rennen hier in Honolulu und die Strecke ist sehr interessant. Trotz dieser 8 Kurven ist diese Rennstrecke auf Tempo ausgelegt. 2 sehr lange Geraden ermutigen die Fahrer, das Gaspedal durchzudrücken. Aber da ist Vorsicht geboten. Jede dieser Geraden endet in einer erbarmungslosen Kurve. Du sprichst dich also für gemäßigte Beschleunigung aus? Um Himmels Willen, nein. Ich will, was alle wollen. Tempo und Drama. Ein Mann der einfachen Freuden. Alles in Ordnung, Kumpel? Wenn du das richtig austarierst, musst du in den nächsten beiden Kurven nicht abbremsen. Fahr nach rechts, dann nach links. Bleib schön innen und dann beschleunige. Andiamo! Vergiss nicht, das Pferdchen nachzutanken. Dein Tank ist leer. Du musst diesen Hengst jetzt füttern. Gute Wahl, so ist es am besten.
Start ist bereit für den nächsten Ritt. Hansons Fahrer mit der 61 fährt ein gutes Tempo und kommt jetzt gleich in die zweite Hälfte des Rennens. Ich kann's nicht glauben. Roy Miracle Hansen mischt wieder mit. Als Kind hatte ich ein Poster von ihm in meinem Zimmer. Das lässt uns jetzt auch nicht jünger aussehen. Hat er den Spitznamen Miracle nicht von einem Rennen im Jahr 1977 in Talladega? Richtig. Sein eigener Teamkollege Burt Sinclair ist in der vorletzten Runde mit ihm zusammengestoßen. Roy hat sich 8-mal überschlagen. Und ob du's glaubst oder nicht, er hat das Rennen trotzdem unversehrt zu Ende gefahren. Haha, 8-mal? Und du erwartest, dass das Publikum dir das glaubt, mein Freund? Damals waren Rennwagen noch viel robuster, Bob. Roy und sein Auto haben überlebt, aber seine Titelhoffnungen nicht. Er fiel zu weit zurück. Für Roy war dieses Rennen gleichzeitig ein Wunder und ein Albtraum. Ein herber Rückschlag. Nun hoffen wir, dass es für 61 besser ausgeht. Das bleibt abzuwarten. Die Tankanzeige blinkt, Cowboy. Das sind die letzten Tropfen. Pass auf, dir geht der Sprit aus. Bring das Pferdchen in den Stall, wir kümmern uns drum. Gut, zurück zum Wesentlichen. Ups, I left L2. I wish I can do more fuel. Dang. Hold L2 fail it was. Damn it.
Anzeige sinkt rapide. Plane deinen nächsten Zug. Die Tankanzeige blinkt, Cowboy. Das sind die letzten Tropfen. Los, Kumpel. Ich weiß, du gibst alles. Letzte Runde. Da kommt die 61 aus der Box. Vergiss nicht, das Pferdchen nachzutanken. Nochmal! Das nenne ich Rennsport. Und Team Henson hat eine Verabredung auf dem Cajo Lave Speedway. 61 hat sich den letzten Startplatz beim Turnier gesichert. Was für ein Comeback! Speak up about world records. In here for a jiggle. And beer drinking smile.
Was geschehen sollte, ist geschehen. Gut gemacht. Das ist ein Meilenstein auf deinem Weg, ein echter NASCAR-Fahrer zu werden. Aber es ist erst der Anfang. Der echte Wettkampf beginnt jetzt. Supercar Blondie, I'm here to make you discover the rarest and most inconceivable cars on this planet. What's up guys, it's Supercar Blondie, I'm here to make you discover the rarest and most inconceivable cars on this planet. What's up guys, it's Supercar Blondie, I'm here to make you discover the rarest and most inconceivable cars on this planet. Every Gymkhana driver gets a dope machine, and you will get yours. But first, you're gonna have to get to the end of this. Jumping in my whip after all this that I've been through, up and down my hydraulics. We're all huge Porsche. It means a lot to us to have such incredible men. Listen up, you buff horses. I've got 7 questions that you need to answer by getting behind the wheel of some of the most iconic cars the world has ever seen.
Commercial or so smile. Was geht ab? Ich bin Rick Martinez. Ich bin hier auf Hawaii für mein nächstes Projekt. High Ride. Supercar Blondie, I'm here to make you discover the rarest and most inconceivable cars.
Jetzt war es schon ziemlich anspruchsvoll, aber die Fahrer, gegen die du im Turnier antrittst, sind nochmal deutlich besser. Trackhouse, Hendrick Motorsports, RFK Racing, Joe Gibbs Racing, Team Penske, RCR. All diese Teams fahren in der Cup Series. Das sind die Besten der Besten. Hansen ist bereit. Er kommt zum Cao Olave Speedway. Treffen wir uns dort mit ihm. Rechne übrigens mit einer kleinen Überraschung. Du bist mit Mr. Hansens altem Thunderbolt fertig und bekommst dein Next-Gen Mustang zurück, der allerdings etwas aufgemotzt wurde. Du wirst ihn lieben. Sag ruhig, was du brauchst. A toilet breaks mild. TXDA watch, be right back. Fingers getting cold. Huh.
Was kann ich für dich tun?
Good morning all. Bist du auf dem Weg? Kein Thunderbolt in der Oberliga. Aber ich habe neue Sticker für unser Team. Ich bin mächtig stolz, dass ich den Deal mit Nichols Pickles ausgehandelt habe. Ich liebe Dillgurken. Was war das? Was ist da los? Jemand raubt uns. Ich versuche eine Verbindung herzustellen. Der Trottel macht uns den schönen Lack kaputt. Hey, tut mir leid. Ich hab dich gar nicht gesehen. Klingt nach einer dreisten Lüge. Oh, warte mal. Hast du nicht in diesem Qualifikationsrennen die Wand geküsst? Ja, du bist es. Erinnerst du dich an mich? Das hier ist Jimmy Wolf. Er hat dich damals in die Mauer gedrängt. Ach, komm schon. Das ist Schnee von gestern. Aber ich freue mich, dass du wieder da bist. Und, im Team Hansen. Ich wusste nicht mal, dass der alte Knacker noch lebt. Was hat diese grobbohrige Knechtsfresse da eben gesagt? Pass auf, gleich ziehe ich ihm den Hosenboden mit dem Stiefel stramm. Ich habe kein Wort verstanden, Sisi Top. Wesley Snipes. Naja, 61. Das Turnier hat noch nicht angefangen und so richtig wach bin ich auch nicht. Ich brauche ein Aufpushmittel. Bock auf eine Herausforderung? Wer als erstes die Startaufstellung auf dem Speedway erreicht? Na los, das wird lustig. Fahr nur nicht zu dicht an der Mauer entlang. Der Idiot erinnert mich an den Hitzkopf Sinclair. Erteile ihm eine Lektion. Normalerweise rate ich davon ab, auf solche Provokationen einzugehen. Aber zeigen wir es ihm.
Auto 61. Ich bin jetzt ein Omnifahrer. Diese Typen sind reich. Steinreich. Und du hast den alten Knacker. Oh. Mann, ich habe immer Mitleid mit dem Kleinen. Diesmal hattest du Glück. Aber bild dir nichts drauf ein. Im Turnier wird das anders laufen. Diesen Iowa Gym. Hier steht viel mehr auf dem Spiel.
Du trittst im ersten Viertelfinale des Turniers an, vor vollen Zuschauerrängen mit Leuten aus allen Teilen des Landes. Aber kein Druck. Naja, ein bisschen vielleicht. Etwas Druck gehört immer dazu.
willkommen zur NASCAR-Übertragung hier auf Hawaii. Das erste Rennen eines potenziell epischen Turniers. Genau wie wir es mögen. Sean, gibst du uns einen Überblick, was uns bei dem Wettbewerb erwartet? 32 Fahrer treten in 4 Viertelfinalen an. Die besten 16 qualifizieren sich fürs Halbfinale. Erst dann erfahren wir, welche 8 es ins Finale schaffen. Einfach und effizient. Und jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Das erste Viertelfinale fängt gleich an. Und es ist Showtime. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und da startet das erste Rennen unter der hawaiianischen Sonne. Was für ein toller Turnierbeginn. Ein guter Start von Kyle Larson von der Pole Position. Und mit Byron mit der 24 haben wir 2 Hendrick Motorsports Fahrer in diesem Viertelfinale. Wir wissen, wie gut dieses Team ist. Mit mehr als 300 Siegen und 19 Titeln ist es das erfolgreichste in der NASCAR-Geschichte. Und glaub mir, die sind nicht hier, um sich diese Zahlen zu versammeln. So wenig wie möglich, Mädchen. Konzentrier dich erstmal aufs Tempo und saubere Kurven. Finden wir unseren Rhythmus. Gerade haben wir einen Rat von Roy Hansen, dem Chef vom Team Hansen, an seinen Fahrer gehört. Ovalstrecken sind anders als Straßenkurse. Es gibt weniger Tempowechsel und Bremsmanöver, aber man muss mit konstant hohen Geschwindigkeiten und Windschatten zurechtkommen. Nicht leicht für einen Neuling, aber 61 hat es bis hierher geschafft und scheint entschlossen. Du weißt, wie sehr ich Roy Hansen mag, Bob, aber ich fürchte, dass es einem Fahrer auf diesem Niveau an Erfahrung mangelt. Dieses Mal wird es kein Wunder geben. Ach ja? Ich kann ihn mir gut im Finale vorstellen. Darauf verwette ich mein neues Fischerboot. Die Wette gilt. Das war nur eine Redewendung, Sean. Zu spät. Ach, sei nicht so kindisch. Ich erinnere mich an einen jüngeren, tollkühneren Bob, der nie gekniffen hätte. Also, wie sieht's aus? Bist du ein Mann oder eine Männer? Du bringst mich in Teufels Küche. Giselle bringt mich um, wenn ich dieses Boot verliere, aber... Ach, was soll's, die Wette gilt. Wenn 61 es schafft, krieg ich deine Corvette, die 71er Stingray. Ja, das ist mein Hombre. Ein leichter Sieg. Wenn das mal kein sauberes Überholmanöver war. Halt die Spur. Soll er doch seine Karre zu Schrott fahren. Hier geht der Sprit aus. Komm zum Tanken. Ich muss zugeben, dass dieser Mustang hier schon mehr drauf hat als mein guter alter Thunderbolt. Du fährst einen Schnitt von 290 km/h? Echt irre!
kommt jemand in die Box. Die 61 kommt aus der Box und ist bereit für mehr. Die Fahrer haben die Hälfte des Rennens hinter sich und wir sehen sehr unterschiedliche Boxenstrategien. Nummer 8, Busch, wurde vom RCR-Team zum Nachtanken gerufen. Sean, ein paar Worte über RCR? Mein Freund, man kann nicht über RCR reden, ohne Dale Earnhardt zu erwähnen. Der mit diesem Team zwischen 1986 und 1994 6-mal den Cup gewonnen hat. Zweifellos einer der größten. In der Tat, er wird immer eine Legende dieses Sports bleiben. Und vielleicht werden beim heutigen Rennen neue Legenden geboren. Noch 4 Runden, Gentlemen. Hard driving. Hell for sake. P first. It's virtually.
Zur Ranch, Cowboy, dein Pferd hat Durst. Na, wenn das mal kein sauberes Überholmanöver war. Team Hansen hat seinen Wagen wieder auf die Strecke geschickt. Wir sehen das Viertelfinale der NASCAR Motorfest Tour. Und in ein paar Runden werden wir wissen, wer es ins Halbfinale geschafft hat. Die Menge von den Stühlen. Weiße Fahne. Nur noch eine Runde bis ins Ziel. Also fahren wir schon wieder nach Hause. Wie heißt es so schön? Erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Startet das erste Rennen unter der hawaiianischen Sonne. Was für ein toller Turnierbeginn.
Ein guter Start von Kyle Larson von der Pole Position. Und mit Byron mit der 24 haben wir 2 Hendrick Motorsports Fahrer in diesem Viertelfinale. Wir wissen, wie gut dieses Team ist. Mit mehr als 300 Siegen und 19 Titeln ist es das erfolgreichste in der NASCAR-Geschichte. Und glaub mir, die sind nicht hier, um sich diese Zahlen zu versauen. Jetzt führst du das Rudel an, Cowboy. Hast du noch alle 4 Reifen? Dann fahr weiter. Deine Tankanzeige sinkt rapide. Plane deinen nächsten Zug. Zurück zur Ranch, Cowboy. Dein Pferd hat Durst. Oh, verdammt. Ich muss zugeben, dass dieser Mustang hier schon mehr drauf hat als mein guter alter Thunderbolt. Du fährst einen Schnitt von 290 km/h? Echt irre. Gute Entscheidung. Wir kümmern uns um alles. Du machst das super. Weiter so.
61 kommt an die Box. Die 61 kommt aus der Box und ist bereit für mehr. Wir sehen das Viertelfinale der NASCAR Motorfest Tour. Und in ein paar Runden werden wir wissen, wer es ins Halbfinale geschafft hat. Cool bleiben. Das Rennen ist erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Gut so, komm nach Hause. Schön sachte. Du machst das super, weiter so. Kein Sprit mehr. Wir laufen nur noch mit Benzindampf. Die weiße Fahne. Nur noch eine Runde bis ins Ziel. Gemacht. Das war die Eröffnung eines, wie es scheint, grandiosen Turniers, meine Damen und Herren. WWF. Emoji slightly smiling face. Smile. Smile.
von Roy. Ich gehe mal ran. Hansen hier. Sie haben uns angerufen, Mr. Hansen. Was zum... Gottverdammt, ich werde mich nie an dieses Ding gewöhnen. Wie lege ich denn auf? Das rote Hörersymbol, Sir. Ah, danke. Wir sehen uns. War das ein Hosentaschenanruf? LOL, tech, me too. He. Melde mich ab. Was kann ich denn für dich tun? Gar kein Thema.
Brauchst du mich?
Große Kurve. More bass. Turn right on the inside. Exit the bend, but immediately take the inside left on the next bend. Beautiful. That's that. Speed up. Let's go, let's go, let's go. It's a very technical track today. In addition to the oval, the Speedway includes an infield road course. Drivers will need to demonstrate great versatility. Indeed, this type of mixed event is quite uncommon in NASCAR, but there are many different types of tracks. Whether it's the short track in Bristol, the intermediate track in Kansas, or the super speedway in Daytona, they all require very different strategies. With the unique nature of the circuit, plus the rain, this race promises to be spectacular. Without a doubt, the drivers will have to cope with the lack of grip, and the teams must choose their tires accordingly.
61. Strategic move or unforeseen mishap? The game. Ooh, we almost had contact between an RFK driver and a Trackhouse driver. Yes, number 1 Chastain was nearly hit by number 6 Keselowski. Although we know that minor collisions don't stop Melon Man. I imagine you're referring to his daring move at Martinsville. The boldest, craziest move of 2022. Chastain used the wall all the way around the racetrack to race his way into the championship 4. He literally did a wall ride. You won't see that in Formula One. Oh, well, let's not argue with the Europeans, friend. Chastain's video is online for those who haven't seen the feat yet. Is back, but the road's still wet, and there's 4 more laps to the finish. About that bet, Robert. You know, I'm an adult, and so are you, and, Are you starting to visualize your Corvette in my garage? Oh, man, it's not even fair. Get used to disappointment, Sean. Are you a man or a mouse? Oh, come on. How am I supposed to go to work without a car? Tell you what, I'll lend you my nephew's electric scooter. Although you must have known it was crazy to have a sports car as your only vehicle. What? I'm a single man who loves beautiful things. Then you will love the scooter. The wheels are gold, and it lights up red when it's dark. So you feel safe. Oh, man. Stallion is down for more. I hope you're too.
for the inside turn. Joe Gibbs Racing really believe they can go all the way. They're not just looking to qualify for the finale. They said if they got this one, they can win the whole thing. Bell and Briscoe just had an excellent 2025 season in the Cup Series. Winning this tournament would be another crowning achievement for this team. Your stallion is down for more. I hope you're too. It's all gonna work out. Let's finish this thing strong. Something. I must admit that 61 got me. What a driver. And that's not the only twist of the day. Here's what happened in the second semifinal, Sean. A very close race. Look at this photo finish. Jimmy Wolf in 94 was 0.05 of a second away from not qualifying for the final. And his celebration didn't go down too well with his opponent. Yes, NASCAR is a sport full of passion. Well, stay tuned, ladies and gentlemen, because the next one is an off-event tournament, a night show to showcase the talents of our drivers.
timeout. Talk Sport TV presents a spectacular NASCAR pre-finale show featuring the finalists of the NASCAR Motorfest Tour. Speed, crashes, and maybe even jumps over helicopters. We'll see. Come and watch the pre-show of America's greatest motorsport finale. There's a party in the Fastland, and it's tonight from 9 p.m. This advertisement is sponsored by Baron Burger, America's authentic burger since 1956. Listen, champ. This may seem like some pointless exhibition show, yet it's everything. It's your chance to win the public. Reach them and you'll carve your name into the legend. Tonight is going to be a night to remember. You said it, buddy. Tomorrow's finalists are here to entertain the crowd tonight. This evening's not about the competition. It's all about the show. And I am here for it. For the Omni team makes his entrance. This little whippersnapper. Wow, that's impressive. Fast and far. For your information, the record for the longest car jump is 379 feet. Off-road driver Bryce Menzies holds that record. Thank you, Mr. Babalu. A man with valuable knowledge, but without a Corvette. LOL. Next you what? LOL.
very funny. Not. Hey, I'll loan it to you 1 weekend a year. The Henson and Omni teams have joined forces to put on a show. That's also what the spirit of sport is all about. Over my dead body. Was close. This show really delivers on all its promises. You haven't seen it all yet. There's another round coming. Sounds great, my friend. Service to the country, buddy. Oh, no way! Did you see that? That's America for you. Hell yeah! It's in the bag, ladies and gentlemen. Now let's get ready for tomorrow's big finale.
Thanks for one in cold. Good night. I'm hungry and in 3 hours need to go work. Continue here. Definitely. Bye. Elliot, Logano, Briscoe, Larson, Wallace, Blaney, Wolf, and you! That's the starting grid for the final. I don't think you have much left to prove, but if you ever feel like winning one last race, let's do it!